Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese schönen Glasuntersetzer aus Filz für eure Tischdekoration zu Weihnachten basteln könnt. Alternativ könnt ihr diese Glasuntersetzer natürlich auch mit der Nähmaschine vernähen. Ich habe allerdings mit Heißkleber gearbeitet, da es nicht ganz so aufwendig ist und auch sehr gut hält. Als erstes benötigen wir einen schönen Filzstoff. Die Länge sollte etwa 21 cm betragen und die Dicke des Filzstoffs 3 mm. Nun werden 8 mm breite Streifen ausgeschnitten. Am besten benutzt ihr hierfür zur Hilfe eine Schneidematte und einen Rollschneider. Wenn ihr wie ich zweifarbige Untersetzer machen wollt, benötigt ihr von jeder Farbe 5 Streifen. Dann könnt ihr euch noch die kostenlose Vorlage in der Videobeschreibung ausdrucken. Da ich als Unterlage zum Fixieren einen Korkuntersetzer benutze und mich das ganze Blatt stören würde, habe ich mir die Vorlage etwas zurechtgeschnitten. Ihr könnt nun auch wie ich einen Korkuntersetzer verwenden oder alternativ vielleicht ein Stück dickeren Filz. Nun brauchen wir den ersten Streifen. Diesen legt man außerhalb einer Linie des schwarzen Sterns auf der Vorlage an. Mit der Stecknadel wird der Streifen nun fixiert, damit er nicht mehr verrutschen kann. Achtet immer darauf, dass die Linien noch etwas sichtbar sind. Über der oberen Linie kommt jetzt etwas Heißkleber auf den Filzstreifen. Und ein weiterer Streifen wird dann außerhalb dieser Linie angebracht. Auch hier ist es ratsam, mit Stecknadeln zu fixieren, damit nichts verrutscht. Jetzt kommt auch hier wieder überhalb des nächsten Streifens Heißkleber. Und der nächste Streifen wird angebracht und anschließend fixiert. Nun kommt wieder Heißkleber an den Streifen. Der 5. Streifen wird unterhalb vom ersten Streifen durchgezogen. Das Ganze muss jetzt natürlich noch ausgerichtet werden. Dann wird noch mit Heißkleber fixiert. Nun seht ihr auch schon den fertigen inneren Stern. Wichtig ist jetzt, dass die rechten Streifen die linken Streifen überlappen. Und dann wird auch hier gleich wieder angeklebt. Das wiederholt man nun an allen Seiten. Alle Stecknadeln werden jetzt vorerst wieder entfernt. Dann benötigt man auch schon die nächsten 5 Streifen. Die Streifen steckt man nun von oben jeweils durch einen Zacken. Dabei schaut der durchgezogene Teil nach links und der obere Teil nach rechts. Das wiederholt sich dann auch mit dem nächsten Streifen. Der linke Teil des Streifens kann dann auch gleich überhalb des 6. Streifens gelegt werden, so dass es gleichmäßig geflochten ist. Die restlichen 3 Streifen werden nun auch so durchgezogen. Jetzt ist es ratsam, den inneren Teil wieder zu fixieren.
Als letztes werden nur noch die Zacken geflochten. Dazu legt man den hellgrauen Streifen über den dunkelgrauen. Der dunkelgraue Streifen wird jetzt auch an die Linie der Vorlage gelegt und mit einer Stecknadel fixiert. Der hellgraue Streifen muss auch an der Linie der Vorlage anliegen. Dann noch etwas Heißkleber anbringen und ankleben. Jetzt legt man den rechten hellgrauen Streifen unterhalb des dunkelgrauen. Auch hier muss die Linie der Vorlage leicht sichtbar sein. Und dann kann man auch diesen Teil ankleben. Zuletzt wird dann noch die Spitze selbst geklebt. Das wiederholt sich jetzt auch bei den restlichen Zacken. Wenn alle Zacken geklebt sind, werden auch wieder alle Stecknadeln entfernt. Zum Abschluss werden dann noch die überstehenden Enden abgeschnitten. Und fertig ist der Glasuntersetzer. Das probiere ich gleich mal mit meinem Glas aus. Hält alles perfekt.